Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf Zuschauerforen und in Ihrer Post an uns werden wir immer wieder ermutigt, ja geradezu aufgefordert, darüber zu informieren, wie ein Problem bis zum Ende geführt wird. Mit einer solchen Antwort soll deshalb die heutige Sendung beginnen. Erinnern möchte ich Sie an eine Prisma-Sendung vom November 1985. Gottfried Teichmann war damals dabei, als die Arbeiter- und Bauerninspektion Baustellen kontrollierte. Die Harlers Gießerei Karl-Marx-Stadt Wittgensdorf. Hier ist das Baugeschehen längst beendet. Doch die ehemalige Baustelleneinrichtung bot dieses Bild. Gibt es für diese Dinge noch Eigentümer? Lang ist die Liste der Betriebe, die hier bauten. Neben dem BNK Karl-Marx-Stadt viele Ausrüstungs- und Spezialbetriebe. An dieser Stelle, so wurde festgestellt, hatte einst der Ausrüstungsbetrieb Takraf seinen Lagerplatz. Also herrenlos ist das Material, wird verschrottet, das legen wir gleich so fest. Das sind Ofenteile, für den Bau geliefert, vom Ausrüstungsbetrieb Giesack, jedoch dann nicht verwendet. Nun wollte sie keiner mehr haben, weder die Giesack noch die Harlers Gießerei. Das ist hier bekannt und der Hersteller ist auch bekannt. Also hier müssen wir eine Entscheidung dann treffen. Könnt ihr euch dann immer überlegen. Alle, die hier bauten, haben Material und Gerät mitgebracht. Und jeder hat nach Beendigung der Arbeit etwas liegen lassen. Zum Beispiel auch diese beiden Kräne, die hier im Herbstnebel vor sich hinrosten. Der jetzige Eigentümer ist das Landbaukombinat Karl-Marx-Stadt. Wie nach der Inspektion von dort zu erfahren war, wird ein Kran zur Ersatzteilgewinnung demontiert. Der andere bis April 1986 instand gesetzt. Mai 1986. Das Landbaukombinat hat Wort gehalten, wenn auch der Fertigstellungstermin etwas verrutscht ist. Frage an Genossen Arnold von der ABI. Rund 5 Monate sind seit der Inspektion vergangen, Genosse Arnold. Wie sind die damals erteilten Auflagen erfüllt worden? Ich kann heute einschätzen, dass im Ergebnis dieser Massenkontrolle alle Partner auf der ehemaligen Großbaustelle Rudolf Harlers Gießerei die Auflagen exakt erfüllt haben. Inzwischen wurde das Gelände der ehemaligen Baustelleneinrichtung aufgeteilt und an neue Eigentümer übergeben, die diesen Platz für ihre Zwecke entsprechend nutzen. Wir sprachen darüber mit dem Betriebsdirektor der Harlers Gießerei, Genossen Wittig. Mit dieser kritischen Sendung vom November 1985 haben wir das notwendige Tempo entwickelt, um außerhalb des Betriebes wertvollen Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Das vor allem in der Abgabe von Eck- und Tauschrott. Wir haben auch die Ofenteile von Giesack übernehmen können für diese Sekundärrohstoffgewinnung. Wir haben mit diesem Tempo letztendlich dazu beitragen können, dass wir insgesamt diese ehemalige Baustelleneinrichtung der Volkswirtschaft wieder zur Verfügung stellen konnten. Und das bedeutete für uns, dass wir diese Fläche von über 11 Hektar mit dem Beschluss des Rates des Bezirkes vom April 1986 letztendlich so aufteilen konnten, dass wertvolles Volkseigentum im Sinne von Grund und Boden wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Meine Damen und Herren, unser nächster Beitrag beschäftigt sich damit, wie ein wichtiges Gesetz, das Jugendgesetz, eingehalten wird. Der Paragraph 30 legt fest, dass das Bedürfnis der Jugend nach Geselligkeit, Tanz und niveauvoller Freizeitgestaltung immer besser befriedigt werden soll. Fast ein Viertel der Bevölkerung lebt in Dörfern und kleinen Gemeinden, die nicht mehr als 2000 Einwohner zählen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so mancher Rat seine Probleme hat, seinen Jugendlichen das zu bieten, was das Gesetz und die jungen Leute verlangen. Im Film von Lilo Vorwerk und Rüdiger Paschleben werden die Wünsche sehr präzise formuliert. In Wilke ist im Winter kein Kino, nur im Sommer. Und das nächste Kino ist in Großdubrau, 7 Kilometer weiter. Und das ist über den Winter auch geschlossen, also auch Kinobesuch fällt für uns flach. Und was mir nie einsehe, warum das nie geht, dass das Gebäude ganz in unserem Besitz übergeht. Also. Busverbindungen sind auch nicht hier raus, also im Gegensatz
Zur Stadt sind wir dann schon ganz schön schlecht dran. Das war am 21. März 1986 in Milkel. Junge Leute des Dorfes sprechen aus, was sie seit langem auf dem Herzen haben. Ihre Gesprächspartner, Abgeordnete des Jugendausschusses der Volkskammer. Die Gäste interessieren sich besonders für das, was die jungen Leute aus ihrer Freizeit machen, wollen wissen, wie die vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden, welche Vorstellungen es gibt für die Zukunft und wo Hilfe nötig ist. Milkel ist ein Dorf an der kleinen Spree, 20 Kilometer von Bautzen entfernt. Dem Besucher fällt auf, dass hier Menschen zweier Nationalitäten, Sorben und Deutsche, in guter Nachbarschaft zusammenleben. Arbeitsplätze bieten ihnen die LPG, die Binnenfischerei und die staatliche Forstwirtschaft. Das Dorf hat ca. 1000 Einwohner. Fast jeder Fünfte darf sich zur Jugend zählen. Aber ist auch genug los im Dorf? Was machen die jungen Leute in ihrer Freizeit? Eine Möglichkeit bietet der Sportplatz. Das hier dient bis jetzt als Ersatz für eine Turnhalle. Von Bürgermeister Mandl erfahren die Abgeordneten, im nächsten Jahr wird die lang ersehnte Sporthalle gebaut. Von den vielen Problemen der jungen Leute wollen wir zwei herausgreifen und genauer untersuchen. Seit 1980 gibt es in Milkel einen Jugendclub, aber bis vor wenigen Wochen ohne eigenes Zuhause. In den letzten Monaten durften die Mitglieder dieses Haus mit Unterstützung der Gemeinde ausbauen. Sie erreichten das durch eine Eingabe an den Kreis. Wir fühlen uns wie das Stiefkind der Gemeinde, schrieben sie damals. Nun sind sie zufrieden, aber einige lästige Nebenerscheinungen trüben die Freude. So erfuhren die Abgeordneten unter anderem Folgendes. Wir sind zwar froh, dass wir hier die beiden Räume gekriegt haben, haben aber keine Lagermöglichkeiten. Der Boden wird von den Nachbarn genutzt, genauso wie der Keller. Das ist eigentlich noch unser Problem, das wir haben. Ein Zustand, der Zwistigkeiten mit den Nachbarn auslöste. Da wird irgendwie gesagt, dass wir direkt unter die Türe kamen, ja. Und was weiß ich noch alles. Es geht ja jeden Tag, laufen kommt irgendetwas. Und wenn wir den Boden, unser Sicherungskasten, der ist auf dem Boden zum Beispiel, ja, und jetzt sollen wir jetzt abends um 10 Uhr rüberrennen, den Schlüssel holen, weil sie den Boden abgeschlossen haben. Dann haben wir den einen Abend eben das Schloss aufgemacht, damit wir dort hochkommen. Eine gute Zusammenarbeit und Übereinkunft auch mit den Anliegern sein muss. Das betrifft anderswo sicherlich mehr als hier auch Musiklautstärke und dergleichen mehr. Da gibt es ja auch immer mal Probleme. Da seid ihr vielleicht im Moment noch nicht ganz so, weil ja hier doch keine Disco stattfindet in der Regel. Aber gut auskommen möchte man schon mit seinen Nachbarn. Und wenn eurerseits der gute Wille auch vorhanden ist. Wir wollten genauer wissen, warum die Nachbarn verärgert sind. Ja, weil sie den Boden aufgebrochen haben. Da haben sie die Scharniere abgeschraubt und sind dort hoch. Und haben die ganzen alten Fenster, haben die alles hochgeschafft. Der ist ja uns als Wäscheboden zugesprochen. Aber in der Nacht, der Krach, wenn die dann vom Tanz kommen und dann mit ihren Mopeds hier losfahren. Wir müssen ja früh wieder arbeiten. Ich schlafe hier hinten raus, ich höre alles. Dass man hier rumrennt, hier rumfährt, die Fahrzeuge hier abstellt. Ich möchte sagen, das ist alles neu. Ja, das haben wir in der Vergangenheit nie gehabt. Wir haben, ich möchte sagen, in Ruhe und Frieden gelebt. Und jetzt ist an und für sich Unruhe, Bewegung im Grundstück. Ich möchte sagen, das erfordert neue Anpassung von uns. Anpassung, Gewöhnung aneinander also. Aber reicht das aus? Was haben sich die jungen Leute inzwischen überlegt? Naja, wir sehen ein, dass es die Nachbarn nicht gerade leicht haben, dass es für die nicht gerade angenehm ist, einen Jugendclub mit im Hof zu haben. Ja. Und wir haben auch schon im Club drüber gesprochen. Wir versuchen uns nach den Nachbarn zu richten, sehen auch ein, die Fehler, die wir gemacht haben. Und wir wollen versuchen, im Guten miteinander auszukommen, aufeinander zuzugehen. Der erste konkrete Schritt wird sein, wenn sie komplett eingerichtet sind, eine Clubordnung zu erarbeiten, diese mit den Nachbarn zu beraten und darauf zu achten, dass sie nicht nur auf dem Papier steht. Für die Nutzung des Bodens und des Kellers allerdings müsste auch eine Lösung gefunden werden. Und das sollte doch wohl nicht unmöglich sein. Doch nun zu einem der anderen Probleme. Als die Abgeordneten sich nach den Möglichkeiten des Jugendtanzes erkundigten, erhielten sie folgende Antwort.
Wir haben trotzdem unsere Veranstaltungen durchgeführt, Tanzveranstaltungen hauptsächlich, wobei mit aller 14 Tage das noch lange nicht ausreicht. Hier im Territorium, im nördlichen Kreisgebiet, ist nur an Wochenenden Tanz, also nicht für die Schichtarbeiter. Und im Umkreis von ca. 20 Kilometern vielleicht auf 3 Sälen mit einer Saalkapazität von ca. 200 Mann. Das reicht nie aus. Bei uns ist es immer so, dass wir uns mit der Gaststätte abstimmen müssen. Und der Gaststättenleiter ist nicht immer einverstanden, wenn wir jetzt jede Woche Jugendtanz machen wollen. Das ist das Problem dabei. Wir haben uns genauer erkundigt und festgestellt, dass bis Mitte April dieses Jahres, also in knapp 4 Monaten, nur 3 Jugendtanzveranstaltungen in dieser Gaststätte stattfanden. Anspruch der Dorfjugend aber ist, jede Woche einmal den Saal zu beleben. Oh, jede Woche einmal, das ist mit dem Personal, das ist so eine Sache. Das geht nicht. Alle 14 Tage sind wir bereit, aber 4-mal im Monat, das wird ein bisschen viel. Gibt es denn Möglichkeiten, dass die Jugendlichen sich selbst an der Ausgestaltung beteiligen, zum Beispiel Personal stellen? Wäre es dann möglich, jede Woche? Naja, da müssten wir mal sehen. Muss ich mal mit meinen Leuten sprechen, was die dazu sagen. Das geschah. Und es gibt das Angebot der Wirtin, 3-mal im Monat Tanz zu ermöglichen, wenn die Jugendlichen aushelfen bei der Bedienung. Damit ist ihnen der Ball zugespielt. Sind sie bereit, ihn aufzufangen und mitzuspielen? Wir sind bereit, von uns Jugendliche zu stellen und da mitzumachen. Also doch von unserer Seite ist es gewährleistet eigentlich. Wir hätten mehr gemacht, oder das ist vielleicht etwas Inaktivität von uns gewesen. Mit dem Tanz hätten wir mehr machen können. Mehr zum Beispiel ist auch das, was sie sich jetzt überlegt haben. Unterschiedliche Abende zu gestalten. Mitternachtstanz für die Mitzwanziger und Abendtanz für die Jüngeren in eigener Verantwortung. Mit guter Organisation und in Zusammenarbeit kann man sich auch manchmal Wünsche selbst erfüllen. Ich hatte den Eindruck, schon der freimütige Gedankenaustausch der Volkskammerabgeordneten im Dorf mit Jung und Alt hat manche Möglichkeit offenbart. Nicht alles konnte sofort an Ort und Stelle geklärt werden. Für das, was offen geblieben ist, müssen die Verantwortlichen vom Rat des Kreises Bautzen eine Klärung herbeiführen. Unser dritter Beitrag entstand im Ergebnis einer ABI-Kontrolle in Kreisbaubetrieben des Bezirkes Schwerin. Von den 11 Kreisen konnten 10 mit guten Leistungen aufwarten. Nur in einem, im Kreise Parchim, gibt es ernsthafte Rückstände. Mehr dazu von Claudia Berlin. Parchim, vom Turm der Marienkirche gesehen. Postkartenblick. Aus der gewohnten Perspektive entdeckt der Besucher der alten mecklenburgischen Stadt liebevoll und mit viel Sachverstand restaurierte Fachwerkhäuser. Idyllische Fleckchen. Neues, das zum alten Gemäuer passt. Viel Mühe haben Bauleute wie Bewohner aufgewandt, um den alten Stadtkern zu erhalten oder ihn in neuer Schönheit zu präsentieren. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, wie viel noch zu tun bleibt, damit Parchim sich überall von seiner besten Seite zeigen kann. Und das nicht nur äußerlich. Hinter alten Fassaden warten viele Parchimer auf die dringend erforderliche Modernisierung ihrer Wohnungen. Im vergangenen Jahr warteten viele vergebens. Die Bauleute vom Kreisbaubetrieb waren in Verzug geraten. Das traf auch die Einwohner aus der Straße des Friedens 62. Einer von ihnen ist Herr Schmidt. Naja, erzählt wurde uns mal, dass es schon 1985 losgehen sollte und jetzt 1986 hat es nun endlich geklappt. Und 1985 wann sollte das losgehen? Ja, na, es waren öfters mal hier Kommissionen da, die ausgemessen haben und was aufgeschrieben haben, was sie alles machen wollten, nicht. Und dann kriegten wir Bescheid, nein, es geht nicht. Es wird demnächst wohl was sich ändern und plötzlich fingen sie 1986 damit an. Und dass es so lange gedauert hat, hat Sie das ein bisschen ungeduldig gemacht? Na, ungeduldig nicht, aber nicht. Man will ja endlich mal fertig sein, man will sich an seiner Wohnung wieder sich vernünftig einrichten. Nicht? Und mal endlich den Schmutz und alles, was damit, den Krach, alles damit, was verbunden ist, nicht? Endlich mal los sein.
Doch auch als die Bauarbeiter endlich da waren, das Gerüst aufstellten und nun zügig an die Arbeit gehen wollten, lief nicht alles reibungslos. Da nämlich kam im Februar der kalte Winter mit empfindlichen Minusgraden. Und darauf war der Kreisbaubetrieb nicht vorbereitet, wie wir vom Jugendbrigadier Joachim Möller erfuhren. Wir sollten hier an der 62 die Fassade aufreißen, das ging aber nicht, da wohnen alte Leute drin. Und durch diese Kälteperiode konnte man das nicht machen. Ne? Hm. Und was hatte das nun für Sie für Folgen? Was haben Sie da gemacht? Na, wir hatten im größten Teil Aufräumungsarbeiten, Transportarbeiten, Vorbereitungsarbeiten und so andere Arbeiten, Restarbeiten vom vergangenen Jahr dann zu machen, ne? Was liegen geblieben ist, auch durch witterungsbedingte. Also Sachen, die nötig sind, aber die nicht unbedingt den Plan bringen, ne? Ja, kann man so sagen. Und wir versuchen jetzt durch Fassaden, die wir am Wochenende machen, Zeit zu gewinnen, in der Arbeitszeit Wohnungen herzustellen, ne, dass wir die aus dem Plan rauskriegen. Machen wir sie jetzt nach Feierabend. Und das ist ein kleiner Beitrag, aber... Doch nicht nur bei der Modernisierung in der Straße des Friedens lief nicht alles wie geplant. Auch anderes blieb liegen bzw. stehen. Diese Scheune zum Beispiel sollte längst verschwunden sein. Vom Rat der Stadt aber wurde der Termin für den Abriss Monat um Monat hinausgeschoben. Die Leitung des Kreisbaubetriebes wartete geduldig und drängte die Kollegen im Rathaus nicht. So konnte hier, an den Herrenteichen, bis heute nicht mit dem Bau von 22 Eigenheimen begonnen werden. Im Neubaugebiet Weststadt sollte der Jugendclub bereits montiert sein. Jetzt ist gerade erst das Fundament fertig geworden. Ähnlich sieht es bei der Zero-Annahmestelle aus. So kam in Parchim ein Minus zum anderen und der Kreisbaubetrieb schließlich in die roten Zahlen. Das lag jedoch nicht allein an der Leitung des Betriebes. Zu wenig wurde sie vom Rat des Kreises, speziell vom Kreisbauamt, unterstützt. So steht es im Bericht der ABI. Der neue Kreisbaudirektor muss sich jetzt verstärkt um die Probleme seines wichtigsten Betriebes kümmern. Seit einigen Wochen erst ist Helmut Fenninger in diesem Amt. Mit dem Bauwesen im Kreis aber ist er seit Jahren vertraut und weiß um die Ursachen für die Rückstände. Wir haben es versäumt, in der Vergangenheit die Objekte so einzuordnen, dass es möglich ist, über die Wintermonate eine kontinuierliche Planerfüllung zu bringen und außerdem die Arbeitseinteilung so vorzunehmen, dass alle Brigaden effektiv arbeiten können. Hätte man, wenn das schon so war, die Kollektive dann nicht verstärkt in die Modernisierung schicken können? Denn da ist ja auch eine ganze Menge zu tun. Ja, das hätte man machen müssen. Auch das war nicht möglich, weil wir, genau wie hier an dieser Baustelle, auch auf die Modernisierung nicht genügend vorbereitet waren. Das heißt, wir hatten nicht genügend Objekte so vorbereitet, dass hätte in den Wintermonaten operativ durch Umsetzung die Modernisierung fortgeführt werden können. Als Folge fehlenden Projektvorlaufs und ungenügender Vorbereitung war auch das für die Modernisierung benötigte Material nicht ausreichend vorhanden. So fehlten zum Beispiel Fenster. Die müssen, wie alles andere Material auch, bis zum Mai für das nächste Jahr bestellt werden. Wenn dann noch nicht klar ist, wann, wo, was gebaut werden soll, sind Verzögerungen kaum zu vermeiden. Die Planung aller Bauarbeiten im Kreis kann nicht Sache eines Einzelnen sein. Da müssen viele mitreden. Vor allem der Rat des Kreises mit seiner Plankommission und dem Bauamt und natürlich alle Baubetriebe im Territorium. Wie die ABI-Untersuchung zeigte, klappte diese Zusammenarbeit bisher nicht. Der neue Kreisbaudirektor muss jetzt dafür sorgen, dass die Rückstände aufgeholt und die Erwartungen der Bürger endlich erfüllt werden. Wann werden die Planrückstände nun endgültig aufgeholt sein? Ja, die Planrückstände werden im 3. Quartal aufgeholt werden, beziehungsweise erwarten wir, dass aufgrund der Verpflichtungsbewegung bereits im 2. Quartal die ersten Schritte zur Aufholung des Planes getan werden. Was werden Sie tun, um den Kreisbaubetrieb Parchim so zu unterstützen, dass künftig die Planerfüllung gesichert wird und solche Einbrüche nicht mehr passieren können? Wir werden für die Zukunft auf jeden Fall die Bilanzen so einordnen müssen, dass wir zu einer 2-Jahresplanung, beginnend ab 1988, wenn man 86 voraussetzt für das Planjahr,
Wir werden also die Zweijahresplanung durchsetzen müssen, damit der Baubetrieb über einen längeren Zeitraum die Möglichkeiten hat, sich einzuarbeiten, einzustellen auf die Gesamtproblematik, ganz besonders auf die Modernisierung, die Objekte vorbereiten kann und vor allen Dingen damit auch absichern kann, dass in den Wintermonaten die Arbeitskräfte in der Hauptsache in der Modernisierung bzw. an solchen Objekten zum Einsatz kommen, wo Winterbau möglich ist. Wie sieht es für den kommenden Winter aus? Für den kommenden Winter gibt es aufgrund der Ursachen, die ich genannt habe, die aus der Vergangenheit herrühren, zurzeit noch Probleme. Wir sind aber dabei, die Objektliste 1986 und auch die Objektliste 1987 so weit zu überarbeiten, dass wir absichern können, dass im nächsten Winter diese Probleme, wie wir sie im vergangenen Winter gehabt haben, nicht wieder auf dem Tisch liegen. Wie im nächsten Winter die Arbeit auf den Baustellen läuft, wird also heute bereits entschieden. Weitblick brauchen die Parchimer Bauleute dafür allemal. Auf den ersten Silberstreif am Horizont möchte ich gerne aufmerksam machen. Im April wurde der Monatsplan erstmals wieder erfüllt. Meine Damen und Herren, zum letzten Beitrag. Spätestens nach der Jugendweihe wird jede Familie hellwach, wenn es um die Frage geht, welchen Beruf soll die Tochter oder der Sohn erlernen. Die Mitarbeiter der Berufsberatungsstellen ermittelten in den letzten 4 Wochen in allen 9. Klassen die Berufswünsche und verglichen sie mit den Möglichkeiten im Territorium. Natürlich gibt es einige Differenzen, aber das war auch zu erwarten. Und bis zum 17. Oktober ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Erst dann werden den Schülern die Bewerbungskarten übergeben. Das heißt, bis dahin und vor allen Dingen in den großen Ferien können die Jugendlichen mit ihren Eltern sich in den Betrieben umsehen und sich genau anschauen, was sich hinter einer Berufsbezeichnung verbirgt. Die Kaderabteilungen sind bereit, Auskunft zu geben. Inwieweit Schüler, Eltern und Betriebe über dieses wichtige Thema Bescheid wissen, untersuchte Lutz Rentner. Die Philipp-Zopf-Oberschule in Eberswalde-Finow. Dieses Schild gilt auch für uns, obwohl sich Prisma eigentlich nicht als Störenfried versteht. Wir wollen ja auch nicht in eine Unterrichtsstunde, sondern zu einem FDJ-Nachmittag, wo es um eine wichtige Entscheidung geht. Frau Stockfisch, Direktorin des Berufsberatungszentrums, redet mit den Schülern über ihre zukünftigen Berufe. Du willst deinen Namen alle Ehre machen, würde ich sagen. Koch möchtest du werden. Hast du ins Lehrstellenverzeichnis reingeguckt? Hast du einen Jungen gesehen, der Koch werden kann? Keiner. Und das ist natürlich die Problematik, die wir jetzt irgendwie besprechen müssen, Frank. Ja, es ist sicherlich eine schöne Sache. Du wolltest das ja schon in der 8. Klasse auch werden, also ist der Wunsch bei dir nicht neu entstanden, aber es ist natürlich ein kleines Problem. Hast du außerhalb des Kreises Eberswalde eine Möglichkeit gefunden für dich? Hast du nicht. Was sagst du denn nur zum Backwarenfacharbeiter? Den hast du ja als zweiten Berufswunsch angegeben. Würdest du den wirklich wahr machen wollen? Christian, wo ist er? Ja, Christian, wie sehen denn deine Leistungen jetzt aus? Zahntechniker hat es dir ja aufgeschrieben. Du hast gesehen, 3 Studienplätze gibt es im Territorium. Wie sehen sie aus jetzt? Wenn es nur 3 Stellen im Kreis gibt, werden natürlich die leistungsstärksten genommen. In anderen Berufen wiederum hat man viele Lehrstellen, aber kaum Bewerber. So können persönliche und gesellschaftliche Interessen in Widerspruch geraten. Wie kamen denn die Schüler gerade auf ihren Berufswunsch? Erstmal interessiert mich für die Elektronik. Und bei Nachrichtentechniker ist nur viel dabei, also mit den Fernleitungen und das Ganze. Allerdings scheint es jetzt, als ob ich wieder mal zur Elektronikfacharbeiter zurückkomme. Denn, wie schon jetzt sagte, es gibt nur 2 im ganzen Kreis. Und es gibt bestimmt ein paar, die besser sind als ich. Also, haben denn deine Eltern mit dir darüber gesprochen? Gesprochen schon, aber bestimmt halt eigentlich selber. Und die haben nicht versucht, mich zu überreden. Also. Ja, ich hatte eigentlich den Wunsch, Maschinenanlagenmonteur zu werden und haben eben meine Eltern beraten. Wenige Stunden später, auch die Eltern werden beraten. Beratung praktisch für Berater, denn sie haben den größten Einfluss auf die Berufswünsche ihrer Kinder. Wir haben heute Nachmittag gehört, dass die Eltern die Wünsche ihrer Schüler doch ziemlich stark beeinflussen. Wovon gehen Sie denn dabei aus? Ja, meine Tochter möchte gern Friseuse werden und dazu hat sie auch Talent, würde ich sagen. Und sie versteift sich eben darauf als zweiten Beruf. Und nicht die Schüler über Berufe des Walzwerkes, zum Beispiel den des Metallurgen.
Ja, da muss Metall verarbeiten. Ja. Feilen und schleifen und so. Halt. Für mich wäre das nichts. Da muss man für eine körperliche Arbeit machen. Die meiste Mehrheit sagt nee und so. Jetzt selbst gesehen hat man da nicht. Kann ja auch mal jetzt gut sein oder so. Dass die Schüler so wenig über den Beruf informiert sind, hat uns sehr gewundert. Denn das Walzwerk braucht nächstes Jahr 16 Lehrlinge für diese Ausbildung. Aus den 23 Schulen des Kreises wollen sich aber bisher nur 3 Schüler bewerben. In der Philipp-Zopf-Oberschule, wie gesagt die Patenschule, ist es kein einziger. Wie will denn nun das Walzwerk zu seinen Lehrlingen kommen? Dazu der Direktor für Kader und Bildung, Genosse Heinz Kretschmer. Unser Grundanliegen besteht darin, dass wir die Berufswerbung, Berufsorientierung noch wesentlich verstärken. Dazu haben wir uns konkrete Maßnahmen ausgedacht, die wir auch durchsetzen. Das sind zum Beispiel, dass wir die Schülergruppen erfassen, die sich für einen Metallberuf interessieren und mit diesen konkret individuelle Aussprachen und Führungen im Betrieb organisieren, durchführen, mit Vertretern von Brigaden in Kollektive einführen, um somit das Interesse für den Beruf des Metallurgen weiterzuwecken, aber auch, dass wir mit Eltern sprechen und in Elternversammlungen als Vertreter des Betriebes auftreten. Das Walzwerk muss wahrlich seine Berufsorientierung verstärken. Bei den Schülern der jetzigen 9. Klassen allerdings dürfte das zu spät sein. Denn fast alle von ihnen haben sich bereits für einen Beruf entschieden. Frau Stockfisch, das Walzwerk Fino gehört zum Bandstahlkombinat Hermann-Matern-Eisenhüttenstadt, ein Schwerpunktbetrieb des Bezirkes. Und hier gilt es ja auch, über Kreisgrenzen hinaus zu denken. Was tut denn das Kombinat nun, um auf seine Berufe zu orientieren? Ja, wir wünschen uns natürlich von Seiten des ECO doch ein paar mehr Initiativen, ganz einfach deswegen. Die monatlichen Sprechstunden, die wir Ihnen angeboten haben, werden zwar genutzt, aber nicht in dem Maße von den Schülern aus den Landschulen, die zum größten Teil nach Eisenhüttenstadt ins ECO gehen würden. Wir haben schon angefangen, jetzt diese Kollegen vom Bandstahlkombinat Eisenhüttenstadt mitzunehmen in die Landschulen zum sogenannten Tag der Berufsberatung, wo die Kollegen auftreten und haben schon das erste Echo erfahren. Ansonsten sehen wir natürlich auch noch andere Möglichkeiten in der Richtung, dass wir mehr Materialien vom ECO Eisenhüttenstadt bekommen, als Unterstützung für unsere Berufsberatung, die wir ja mit den Klassen und Eltern durchführen. Die Betriebe sind schließlich voll verantwortlich für den eigenen Nachwuchs. Und dem werden sie nicht gerecht mit kurzfristigen Werbekampagnen, sondern nur durch eine langfristige Berufsorientierung. So wird den Mädchen und Jungen die Entscheidung erleichtert, rechtzeitig zwischen den 238 Facharbeiter und 47 seltenen Handwerksberufen zu wählen. Wobei ich es sehr beachtlich finde, dass in den letzten Jahren 85% aller Schulabgänger bereits nach der ersten Bewerbung ihren Wunschberuf erlernen konnten. Auf Wiedersehen.